Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. George Orwells Roman 1984 zählt zu den berühmtesten Dystopien der Weltliteratur. Eine Dystopie ist das Gegenteil einer Utopie, beschreibt also einen fiktionalen, negativen Ort. Der düstere Roman spielt in dem fiktiven, totalitären Staat Ozeanien. Er ist ein Plädoyer gegen jede Art von Totalitarismus und verdeutlicht unter anderem, wie Sprache als Mittel der Manipulation benutzt wird. Das Regime in Ozeanien versucht seine Macht durch propagandistische Parolen, aber auch durch eine neue Amtssprache, das sogenannte Neusprech, zu stabilisieren. Diese neue Sprache dient letztendlich dazu, die Freiheit des Einzelnen völlig abzuschaffen. Die Freiheit des Einzelnen ist nämlich nur möglich durch die Freiheit der Sprache. Werfen wir zunächst einen ganz kurzen Blick auf die Handlung des Romans. Der britische Schriftsteller George Orwell schrieb den Roman bereits im Jahr 1948. Er beschreibt einen totalitären Staat, der dem Individuum jede Freiheit nimmt, und zwar nicht nur jede Handlungs- und Meinungsfreiheit, sondern auch und vor allem jede Freiheit zu denken. Die Hauptperson Winston Smith gerät im Roman in Konflikt mit dem Regime. Die Gesellschaft wird von einer einzigen Partei, der NSOZ, englischer Sozialismus, beherrscht. Im Hintergrund steht ein mysteriöser Führer, Big Brother. Andere Meinungen als die Partei auch nur zu denken, ist ein Verbrechen, und zwar das schlimmste Verbrechen, das es gibt, ein Gedankenverbrechen. Wer nicht denkt, was er denken soll, ist kriminell, selbst wenn er seine Meinung nicht offen äußert. Sein bloßes Denken macht ihn zum Verbrecher. Wenn die Partei sagt, Krieg sei Frieden oder Freiheit sei Sklaverei, dann muss jeder Einzelne dies aufrichtig glauben und denken, ansonsten macht er sich strafbar. Das totalitäre Regime versucht also nicht nur, die Menschen in ihren Handlungen zu kontrollieren, sondern auch und vor allem in ihrem tiefsten Inneren, ihren Gedanken. Um eine solche Kontrolle umzusetzen, ist ein ganzes System von Zensur, Überwachung und Unterdrückung nötig. Zeitungsartikel werden täglich umgeschrieben, um der aktuellen Position der Regierung zu entsprechen. Überall gibt es Kameras, eine Gedankenpolizei, Denunziation und für die Widerspenstigen Gefängnis, Folter und so weiter. Doch das Regime entwickelt auch eine spezielle Sprache namens Neusprech. Die Schaffung dieser Sprache ist erschreckender und radikaler als alle anderen Methoden der Zensur, Überwachung und Unterdrückung. Schauen wir uns genauer an, warum. Neusprech, zu Englisch Newspeak, ist die Amtssprache Ozeaniens und soll die verschiedenen ozeanischen Territorien sprachlich miteinander verbinden. Es handelt sich um eine staatlich standardisierte, regulierte und kontrollierte Sprache, die auf der ursprünglich gesprochenen Sprache, dem Altsprech, basiert. Auch der Name der Partei NSOZ ist ein Wort aus dem Neusprech, eine Abkürzung für englischer Sozialismus. Im Jahr 1984 beherrschen nur Spezialisten, beispielsweise Winstons Kollege Syme, diese neue Sprache und entwickeln sie stetig weiter. Parteimitglieder nehmen nach und nach Neusprechwendungen in ihren Wortschatz auf. Außerdem sind bereits alle Leitartikel der Times in Neusprech verfasst. Bis 2050 soll Neusprech dann die bisherige Alltagssprache Altsprech vollständig ablösen. Durch sprachpolitische Umgestaltung und Sprachplanung sollen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und damit auch die Freiheit des Denkens beschränkt werden. Sogenannte Gedankendelikte werden so unmöglich. Zudem wird die Verbindung zur Vergangenheit vollständig gekappt. Durch Neusprech soll die Ideologie von NSOZ tief im Unterbewusstsein der Menschen verankert werden. So erklärt Syme seinem Kollegen Winston: Begreifst du denn nicht, dass Neusprech nur ein Ziel hat, nämlich den Gedankenspielraum einzuengen? Zu guter Letzt werden wir Gedankendelikte buchstäblich unmöglich machen, weil es keine Worte mehr geben wird, um sie auszudrücken. Die Revolution wird vollendet sein, wenn die Sprache perfekt ist. Neusprech ist NSOZ und NSOZ ist Neusprech. Neusprech hat verschiedene Funktionen, die letztendlich alle der Stabilisierung des totalitären Regimes und seiner Ideologie dienen. Durch die Beschränkung der Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten soll die Meinungsfreiheit, die Freiheit des Denkens, die Willensfreiheit und damit die gesamte Identität des Einzelnen eingeschränkt und gesteuert werden. Individuelle Freiheit gefährdet nämlich die Ideologie von NSOZ, welche angeblich dem gesellschaftlichen Wohl, der inneren Sicherheit und der Abwehr des wahrscheinlich fiktiven außenpolitischen Gegners dient. Vor allem aber schwächt sie die Machtstellung der Regierung.
Sogenannte Gedankenverbrechen werden durch Neusprech unmöglich, denn falsche Gedanken sind nur durch falsche Worte möglich und können durch eingeschränkte Ausdrucksmöglichkeiten verhindert werden. Eine Meinung kann man, auch gedanklich, nur mit den entsprechenden Worten bilden. Eine Gedankenpolizei gibt es 1984 also nur deshalb noch, weil es immer noch möglich ist, von der Parteilinie abweichende Meinungen zu denken. Es ist zum Beispiel noch möglich zu denken, dass Krieg nicht Friede und Sklaverei nicht Freiheit ist. Diese Dinge dürfen in Ozeanien aber nicht gedacht werden. Diese Dinge zu denken ist ein Verbrechen, ein Gedankenverbrechen. Der Einzelne ist 1984 noch in der Lage, abweichende Meinungen zu formulieren, sie zu verstehen und ihre Richtigkeit zu erfassen. Dies gelingt ihm mit Hilfe seiner Sprache. Die größte Gefahr für die Partei liegt also in der Sprache. Sie bietet dem Denken zu viel Freiheit, indem sie zulässt, eine Vielzahl gefährlicher Meinungen zu formulieren. Um das Denken des Einzelnen zu kontrollieren, ist es das effektiver als Gedankenpolizei, Überwachung, Folter usw., die Sprache einzuschränken. Wenn die Sprache so eingeschränkt ist, dass sie keine abweichende Meinung mehr zulässt, wird eine Gedankenpolizei überflüssig, da es keine Gedankenverbrechen mehr geben kann. Auch ältere Bücher, zum Beispiel Dramen von Shakespeare, sollen umgeschrieben werden, um den neuen Anforderungen zu entsprechen. Winstons Kollege Syme erläutert im Roman das langfristige Ziel von Neusprech wie folgt. Doch 2050, wahrscheinlich sogar schon früher, wird es keine echte Kenntnis des Altsprech mehr geben. Die gesamte Literatur der Vergangenheit wird vernichtet worden sein. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron werden nur noch in Neusprechfassungen existieren, und zwar nicht bloß in verwandelter Gestalt, sondern als Gegenteil dessen, was sie einmal waren. Sogar die Schriften der Partei werden sich verändern, sogar die Parolen werden sich verändern. Wie könnte eine Parole wie Freiheit ist Sklaverei existieren, wenn der Freiheitsbegriff abgeschafft worden ist? Das ganze Denkklima wird anders sein. Es wird überhaupt kein Denken mehr geben, wenigstens nicht in unserem heutigen Sinne. Orthodoxie heißt nicht denken müssen. Orthodoxie ist Unbewusstheit. Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein beschrieb den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken wie folgt: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Etwas, das ich nicht versprachlichen kann, kann ich auch nicht denken. Die Grenzen der Sprache sind auch die Grenzen meines Denkens. Der beste Weg, das Denken des Einzelnen zu kontrollieren, ist demnach, seine Sprache zu kontrollieren. Die Bevölkerung von Ozeanien soll so manipuliert werden, dass sie nicht einmal an Aufstand oder Freiheit denken kann, weil ihr die Sprache dazu fehlt. Das totalitäre Regime will also nicht nur das Verhalten von Menschen äußerlich durch Gesetze einschränken, sondern neue Menschen erschaffen, die glauben, selbst denken und tun zu wollen, was sie denken und tun sollen. Neusprech soll alle nicht regierungskonformen Denkweisen unmöglich machen. Doch wie genau kann eine neue Sprache dieses Ziel erreichen? Im Anhang des Romans beschreibt Orwell die grammatikalischen und lexikalischen Besonderheiten des Neusprechs sehr detailliert. Neusprech zeichnet sich vor allem aus durch einen geringen Wortschatz und einen grammatikbedingten, staccatohaften und monotonen Redestil. Im Neusprech werden grammatische Regeln eingeschränkt, der Wortschatz wird verkleinert, vereinfacht und begrenzt, und dadurch wird auch die Intonation verändert. Hier ein paar Beispiele. Die Grammatik wird im Vergleich zu Altsprech stark vereinfacht und ist vor allem durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Verschiedene Wortklassen können beinahe vollständig ausgetauscht werden. Jedes Wort in der Sprache kann entweder als Verb, Substantiv oder Adjektiv verwendet werden. Das Wort Gedanke existiert zum Beispiel im Neusprech nicht, sondern nur noch das Wort Denk, welches sowohl als Substantiv als auch als Verb verwendet wird. Zudem werden Flexionsformen wie Deklination oder Konjugation vereinfacht, Ausnahmen und Unregelmäßigkeiten abgeschafft. Der Wortschatz wird von den Sprachplanern in die 3 Bereiche A, B und C eingeteilt. A enthält den Wortschatz der politikfreien Alltagssprache, B den politischen Wortschatz und C Fachausdrücke für die Arbeitswelt. Der Wortschatz wird so konstruiert, dass jede von der Regierung erwünschte Meinung präzise ausgedrückt werden kann, während alle anderen Inhalte nicht einmal indirekt formuliert werden können. Dies gelingt vor allem durch die Erfindung neuer, hauptsächlich jedoch durch die Eliminierung unerwünschter Wörter. Orwell schreibt: Neusprech sollte den Gedankenspielraum nicht erweitern, sondern einengen, und dieser Zweck wurde dadurch unterstützt, dass man die Auswahl an Wörtern auf ein Minimum zusammenstrich.
Im Neusprech gibt es keine Antonyme, also keine Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung. Daher wird die Vorsilbe un für die Wortbildung verwendet. Aus kalt wird unwarm, aus böse ungut. Plus und Doppelplus ersetzen die Steigerungsformen und verstärkenden Ausdrücke. Syme prahlt damit, dass er täglich hunderte Wörter vernichtet und die Sprache bis aufs Skelett reduziert. Nehmen wir zum Beispiel mal gut. Wenn man ein Wort wie gut hat, wozu braucht man dann noch ein Wort wie schlecht? Ungut tut's doch genauso, besser sogar, denn es ist das exakte Gegenteil und das ist das andere Wort nicht. Und wenn man eine Steigerung von gut haben will, wozu dann einen ganzen Rattenschwanz von vagen, unnützen Worten wie hervorragend und großartig und was sonst noch alles? Plus gut deckt die Bedeutung doch völlig ab. Oder Doppel plus gut, wenn man noch eine Steigerungsstufe möchte. Wir gebrauchen diese Form natürlich schon, aber in der endgültigen Fassung von Neusprech wird es überhaupt nichts anderes mehr geben. Zuletzt wird die ganze Begriffsvorstellung von Gut und Böse allein durch 6 Wörter abgedeckt werden. Eigentlich nur durch ein einziges. Mehrdeutigkeiten und sprachliche Nuancen verschwinden, einfache Vorstellungen ersetzen komplizierte. Die Sprache soll nur noch einfache Gedanken und Empfindungen abbilden. Dafür muss die Sprache von unerwünschten Bedeutungen gesäubert werden. Das Wort frei existierte zwar in Neusprech noch, konnte aber nur in Aussagen wie dieser Hund ist frei von Flöhen oder dieses Feld ist frei von Unkraut verwandt werden. In seinem alten Sinn von politisch frei oder geistig frei konnte es nicht mehr gebraucht werden, weil diese politische und geistige Freiheit nicht einmal als Begriff existierte und deswegen notwendigerweise auch namenlos war. Auch die Sprechweise soll verändert werden. Ziel ist ein pausenloses, schnelles und tonloses Staccato, welches das automatische, also gedankenlose und quasi bewusstlose Sprechen fördert. Hierfür gibt es sogar einen eigenen Begriff: Duckspeak, Quarksprech. Kritische Gedanken sollen auf diese Weise beim Sprechenden unterdrückt werden. Gleichzeitig fällt die verräterische Abweichung von dieser Sprechweise schnell auf. Neusprech soll die Kommunikation auf einen rein mechanischen Prozess reduzieren, sodass der Kehlkopf die Wörter nur noch produziert, beim Sprechen aber keine höheren Gehirnzentren mehr aktiviert werden. B-Wörter sind Neologismen, also Wortneuschöpfungen, die ganz bewusst zu politischen Zwecken gebildet worden waren und beim Sprecher eine gewünschte Geisteshaltung entstehen lassen sollten. B-Wörter bestehen aus 2 oder mehr Wörtern oder Wortteilen, die zu einer leicht aussprechbaren Form zusammengezogen waren. Folgende Neologismen veranschaulichen die Ideologie von Engsotz und die Absicht von Neusprech besonders schön. Da die Übersetzung des Neusprech in eine andere Sprache sehr schwierig ist und je nach Ausgabe des deutschen Werks variiert, siehst du die originalen englischen Begriffe mit der deutschen Übersetzung von Michael Walter in Klammern. Doublethink bezeichnet die Fähigkeit, 2 einander widersprechende Denkweisen gleichzeitig als wahr zu akzeptieren. Crimethink bezeichnet ein Gedankenverbrechen, eine gedachte Kritik an der Regierung oder der von ihr verbreiteten Ideologie. Duckspeak bedeutet zu sprechen, ohne zu denken, also wie eine Ente zu schnattern. Dieser Ausdruck kann je nach Anwendung lobend gemeint sein, bei Personen mit regierungstreuer Meinung, oder eine Beleidigung ausdrücken, bei Personen mit abweichender Meinung. Auch die Bezeichnung aller Ministerien von Ozeanien sind B-Wörter. Minitrue ist das Ministerium für Wahrheit und verantwortlich für Propaganda. Minipax ist das Ministerium für Frieden und verantwortlich für Krieg. Miniplenty ist das Ministerium für Überfluss und verantwortlich für Rationierung. Minilove ist das Ministerium für Liebe und verantwortlich für Recht und Ordnung, unter anderem für Folter. Aber ist es überhaupt möglich, durch eine Sprache wie Neusprech das Entstehen abweichender Meinungen zu verhindern? Schließlich könnte man mit dieser Sprache immer noch parteikonforme Meinungen äußern und folglich müsste man doch auch deren Verneinung äußern können, also Meinungen, die der Partei entgegengesetzt sind. Eine Sprache, die es ermöglicht zu loben, ermöglicht es doch auch, Kritik zu üben. Orwell denkt sich einige Feinheiten aus, die dies verhindern würden. Das bereits erwähnte Duckspeak hat beispielsweise die Besonderheit, dass es je nach der Person, an die es gerichtet ist, entweder als Lob oder als Beleidigung dienen kann. Wer ein Parteimitglied Duckspeak nennt, macht ihm ein Kompliment für seine Eloquenz. Wer einen politischen Feind als Duckspeak bezeichnet, beleidigt ihn und kritisiert seine Worte als uninteressantes Geschwätz.
So wird es unmöglich, ein Parteimitglied zu kritisieren oder einen politischen Feind zu loben. Doch dieser kleine semantische Trick reicht nicht aus, um zu erklären, wie der Neusprech tatsächlich jede abweichende Meinung verhindern kann. Schauen wir nochmal in den Anhang des Romans, in welchem Orwell die Funktionsweise von Neusprech erklärt. Er schreibt: Doch die besondere Funktion bestimmter Neusprechwörter, zu denen auch Altdenk gehörte, lag weniger darin, Bedeutungen auszudrücken, als vielmehr sie zu zerstören. Diese naturgemäß wenigen Wörter hatten ihre Bedeutung so ausgeweitet, dass sie ganze Batterien von Worten einschlossen, die dann, weil sie von einem übergeordneten Begriff hinreichend abgedeckt wurden, ausrangiert und vergessen werden konnten. Die größte Schwierigkeit für die Kompilatoren des Neusprechdiktionärs bestand nicht darin, neue Wörter zu erfinden, sondern nach deren Erfindung zu prüfen, was sie bedeuteten, und das hieß zu prüfen, welche Wortfelder sie durch ihre Existenz auslöschten. Wie wir bereits an dem Wort frei gesehen haben, wurden Wörter, die früher einmal eine ketzerische Bedeutung transportiert hatten, manchmal aus Gründen der Bequemlichkeit beibehalten, aber nur, wenn sie von den unerwünschten Bedeutungen gesäubert worden waren. Unzählige andere Wörter wie Ehre, Gerechtigkeit, Moral, Internationalismus, Demokratie, Wissenschaft und Religion hatten schlicht aufgehört zu existieren. Ein paar Oberbegriffe deckten sie ab, und dadurch, dass sie abdeckten, schafften sie auch ab. Alle Wörter, die sich um die Begriffe Freiheit und Gleichheit gruppierten, waren zum Beispiel in dem Wort Deldenk enthalten, während alle Wörter, die sich um die Begriffe Objektivität und Rationalismus gruppierten, in dem Wort Altdenk enthalten waren. Im Neusprech sind also die Ideen von Freiheit, Gerechtigkeit, Moral usw. ausdrückbar. Das einzige Problem ist, dass sie alle durch ein und dasselbe Wort ausgedrückt werden. Was im Neusprech nicht ausgedrückt werden kann, ist die Unterscheidung, die wir zwischen diesen verschiedenen Ideen machen. Wenn man Freiheit, Moral, Gerechtigkeit usw. nicht mehr unterscheiden kann, was bleibt dann von der Bedeutung dieser verschiedenen Wörter übrig? Nichts oder fast nichts. Die Bedeutung von Wörtern liegt ja gerade in dem, was sie voneinander unterscheidet. Wörter zu verstehen bedeutet, die Unterschiede zwischen den Wörtern zu verstehen. Diese Unterschiede auszulöschen, indem man eine große Anzahl von Wörtern unter ein einziges Wort fasst, bedeutet, die Wörter selbst auszulöschen. Orwell nimmt als Beispiel den Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die so ziemlich alles enthält, was Engsotz hasst. Wie kann man einen solchen Text in Neusprech übersetzen? Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten. Dass, wann immer irgendeine Regierungsform sich als diesen Zielen abträglich erweist, es Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen. Orwell merkt dazu an: Es wäre absolut unmöglich gewesen, dies in Neusprech zu übersetzen und dabei den Sinn des Originals zu wahren. Die größtmögliche Annäherung bestünde immer noch darin, die ganze Passage von dem ein Wort verschlingen zu lassen: Deldenk. Deldenk. Eine Übersetzung, der es erheblich an Feinheit und Unterscheidungskraft mangelt und welche die Bedeutung der Passage völlig verdeckt. Daraus folgert Orwell: Aus der vorangegangenen Darstellung wird man erkennen, dass es in Neusprech nahezu unmöglich war, unorthodoxe Ansichten, die über ein sehr niedriges Niveau hinausgingen, zu äußern. Man konnte natürlich krude Ketzereien, eine Art Blasphemie formulieren. Man hätte zum Beispiel sagen können, der große Bruder ist ungut. Doch diese Aussage, die für orthodoxe Ohren lediglich eine offenkundige Absurdität bedeutete, hätte nicht mit Vernunftargumenten untermauert werden können, weil die dazu nötigen Worte fehlten. Engsotts feindliche Ideen konnten nur in vager, wortloser Gestalt erwogen und nur mit sehr groben Begriffen benannt werden, die ganze Gruppen von Ketzereien in einen Topf warfen und verurteilten, ohne sie dabei zu definieren. Mit anderen Worten: Es ist zwar nicht völlig unmöglich, abweichende Meinungen in Neusprech zu äußern, aber es ist unmöglich, sie zu entwickeln, zu prüfen und zu begründen. Alles, was du sagen könntest, um eine abweichende Meinung zu begründen, ließe sich wahrscheinlich in einem einzigen Wort zusammenfassen: Deldenk.
Und wenn Neusprech die einzige Sprache wäre, die du je gelernt hast, wenn also dein Denken in den Neusprech geboren, geformt und eingeschlossen worden wäre, mit anderen Worten, wenn die Grenzen deiner Welt die Grenzen des Neusprech wären, nun, dann wärst du in der Tat unfähig, eine abweichende Meinung über einen sehr vagen und nicht zu rechtfertigenden Ausdruck hinauszudenken. Wenn dir jemand sagt, dass Krieg oder Sklaverei Doppelplus gut ist, hast du vielleicht ein unklares Unbehagen, eine Ahnung, dass du nicht einverstanden bist, einen Wunsch nach Widerspruch, aber du wärst unfähig, die Worte zu finden, um diesen Widerspruch zu begründen, um deine Meinung über dieses unaussprechliche Gefühl hinaus zu verdeutlichen. Orwells Neusprech veranschaulicht auf extreme Weise, wie sehr die Sprache das Denken einschränken kann. Egal wie intelligent und rational wir sind, eine schlechte Sprache verurteilt uns zu schlechtem Denken. Eliten, Führer und Regierungen können ihre Autorität festigen, indem sie unsere Sprache und damit auch unser Denken und Verhalten kontrollieren. Eine Sprache wie Neusprech, die keine Fakten oder kritisches Denken mehr zulässt, ermöglicht den Mächtigen, darüber zu bestimmen, was Wahrheit ist und was nicht. Schon Konfuzius sagte vor über 2500 Jahren: Wenn Worte ihre Bedeutung verlieren, verlieren Menschen ihre Freiheit. Mit dem Quizlet-Lernset Freiheit, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen zum Thema Freiheit jetzt vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!